Während Paula Ringelhahn mit Wanda Goldwasser und Sebastian Fleischer nach einem Brandschlag auf einer Flüchtlingsunterkunft in Bamberg die Ermittlungen aufnimmt, ist Felix Voss noch auf dem Rückflug aus dem Kaukasus. Dass ihn am Tatort niemand kennt, bringt ihn auf die Idee, dort verdeckt zu ermitteln. Als tschetschenischer Flüchtling versucht er, in der Unterkunft Verbindung aufzubauen. Es besteht der Verdacht, dass jemand das Opfer Nayala Mafeni an der Flucht aus der brennenden Küche gehindert hat. Vorsichtig nähert sich Voss Said Gashi, der unter den Flüchtlingen das Sagen hat. Mit dem jungen Syrer Basim verbindet ihn bald mehr. Basim vertraut ihm und weiß nicht, dass Felix nicht der ist, der er vorgibt zu sein. Ein Fall über das Fremdsein und den tiefsten Wunsch nach Sicherheit im Leben. Was? Herr Antrim liest jetzt Krimis in seinen Videos? Nein, das war die Zusammenfassung für die am Sonntag gelaufene Folge von Tatort. Fast jede Woche bei Twitter steht #Tatort unter Trends. Was ist das eigentlich und warum ist das so populär? Tatort ist die am längsten laufende und beliebteste Krimireihe im deutschsprachigen Raum. Die erste Folge wurde 1970 gesendet. Es gibt jedes Jahr ca. 35 Folgen. Jede ungefähr 90 Minuten lange Folge ist fast wie ein ganzer Film und wird von einem öffentlichen Rundfunk produziert. Jeder Rundfunk entwirft seine eigene kleinere Serie innerhalb der Serie Tatort. Jede kleinere Serie findet in einer großen Stadt in Deutschland statt. München, Hamburg, Berlin, Frankfurt, Köln, Leipzig, Ludwigshafen, Stuttgart, Münster und die Ruhrgebietsstädte Essen und Duisburg. Es ist ähnlich wie in den USA mit der Serie CSI. Es gibt CSI Vegas, CSI Miami, CSI New York und CSI Cyber. Was passiert in einer Tatortfolge? Jemand stirbt oder kommt ums Leben oder ertrinkt oder wird erstochen, erstickt, erschossen, verbrannt, vergiftet, erhängt, enthauptet, überfahren oder irgendwie ermordet. Die Ermittler folgen den Spuren. Wenn es einen Täter gibt, fangen die Ermittler ihn oder sie oder manchmal auch nicht. Manchmal ist es kein Mord und dann gibt es auch keinen Täter. Vielleicht war es ein Unfall oder Selbstmord. Natürlich gibt es auch Romantik und Drama. Meiner Meinung nach ist Tatort besonders, denn es ist schon so lange gesendet und es ist immer noch populär. Jeden Sonntagabend schauen die Deutschen die neue Folge und am Montagmorgen reden sie im Büro über die Frage, ob sie gut oder schlecht war. Für mich sind die Folgen etwas langweilig. Vielleicht bin ich nur an amerikanische Serien zu gewöhnt. Ich brauche mehr Action, mehr Drama. Falls man noch keine Folge vom Tatort gesehen hat, dann kann man viele Folgen bei YouTube finden. Man muss einfach Tatort ganze Folge in das Suchfeld eingeben. Wenn man eine Jahreszahl mit eingibt, kann man neue oder ältere Folgen finden. Die neuesten Folgen sind auf der Webseite des Ersten zu finden. Leider ist diese Serie für Jugendliche unter 12 Jahren nicht geeignet. Deshalb darf man die neuesten Folgen nur zwischen 20 Uhr und 6 Uhr schauen. Denn das Jugendschutzgesetz in Deutschland schützt die Kinder auch im Internet.